Hey, Jolene, you're sure it's all right for us to be here as well? If you are not with me, this shall have no meaning. After all, it is thanks to you that I am even standing here. Ja, das stimmt. Also es ist für uns doch in Ordnung. Gott sei Dank, wir dürfen hier sein. Jolene sagt, wir dürfen hier in ihren, naja, Vorväterruinen sein. In den Ruinen ihrer Ahnen. Wo natürlich auch Monster sind. Natürlich sind hier Monster. Immer Monster. Monster, Monster, Monster. Sind die nicht 0 oder so? Naja, doch nicht. So, hau weg den Scheiß. Immer noch nicht. Aua, lass das. Ist er eingerufen? Ach so. Ist sowieso weg von euch. Ja, natürlich ist nicht weg. Da lebt noch einer. Jetzt aber, ne, jetzt immer noch nicht. Alter, was ist denn los mit euch? Alter, hau den nicht, ja? Alter, der ist tot. Was ist denn los mit dir? Nur weil ihr die ganze Zeit nicht getroffen habt. Was seid ihr denn für Nasen? Voll die Lutschis hier. Kann ich den erstmal heilen, nur wegen euch. Ihr Schielnasen. So. Jetzt geht's wieder besser. Dann schauen wir uns jetzt mal weiter in der Ruine rum. Oh, rum hier. Da kommen wir nicht lang. Ich frage mich, wo es lang geht und wo es nicht lang geht. Es gibt immer so viele Wege und ich versuche ja... Okay. Ja, hier geht es auf jeden Fall nicht lang. Okay, gut, dann sind wir da oben auf dem richtigen Weg. Ich will ja die ganze Ruine mitnehmen. Wir müssen ja alle Geschenke und Geheimnisse und was weiß ich alles. Hey, die haben uns doch gar nicht entdeckt. Naja, gut. Ach, immer dieses Mist. Das kann doch nicht sein. So, darf ich auch mal, oder was? So, Feuer und dann sind alle weggebrutzelt. Wenn wir treffen. Na, wenigstens treffen wir. Was, da lebt immer noch einer? Was ist denn da los, Mensch? So, jetzt aber. So schwach sind wir doch gar nicht, oder? Oh Gott. Ich sehe schon, dass hier ein Endgegner auf uns warten wird. Ah, okay. I see what you mean. Und zack. Und jetzt können wir rüber. Passt. Was gibt's? Oh, ein neues Chakram. Das ist immer gut. Neues Chakram ist genau das, was wir wollen. Hier. Oh ja, wesentlich stärker. Warte mal, hat Jolene nicht noch eine neue Waffe hier? Genau. Sonst irgendwas? Nö. Nein. Nope. Nope. Okay. Das ist ja schon mal gut, dass wir 2 neue Waffen gefunden haben. So, einmal wieder zurück. Ich will noch sehen, was die Treppe hoch da ist. Schauen erstmal ganz kurz, was Treppe runter ist. Monster. Okay, wir gehen erstmal Treppe hoch. Wer weiß, was hier oben ist. Scheinbar nicht viel. Was man hier so sieht, ist es nicht viel, was hier oben ist. So. So klappt das doch schon viel besser mit dem Töten. Hier gibt es echt viele Prozente. Na klar, Critical-Rate, immer. Hier ist nichts. Was ist, wenn wir hier hochgehen? Eine Kiste. Yay, neue Waffe. Inferno Eye. Ja, ist keine Waffe. Ist keine Waffe, mag ich dann nicht. Gut. Dann können wir ja jetzt hier unten weiter. Und weg. Yay, alle getroffen. Sehr gut.
Der macht ganz schön Damage hier auf die hier. Der macht fast 1000 Damage mit seiner AOE. Yay, Level Up. Ich hab irgendwas im Auge. Vielleicht ein Level Up, ich weiß es nicht. Es fällt auf jeden Fall gleich raus, das Auge, wenn es weiter so ist. Huch. Den wollte ich doch gar nicht. My fault. Das ist nur ein, ne? Naja, er macht das sowieso mit seinem Ultra-Damage hier weg. Das macht hier schon. Da müsste ich eigentlich 4 oder 5 Mal hoch und runter rennen da. Jedes Mal raus und dann wieder rein, durch und dann können wir richtig geil leveln. Jetzt kann das hier wirklich überall langsam sein. Was ist das denn für ein Start? Was ist das denn für ein ekliger Start? Oh, der ist ja schon weg. Ist gut. Ja, geh auf den da. Ist der wenigstens weg. Ja, natürlich auf Kier. Nam Nam. So, jetzt wird erstmal wieder weggebrutzelt. Natürlich überlebt er wieder. So, jetzt immer noch nicht. So, jetzt haben wir das aber. Meine Güte. Kann sich auch hinziehen, wenn man die nicht überrascht. So, hier sind allmählich zu viele Wege, dass ich nicht mehr weiß, wo es hier lang geht und wo es hier nicht lang geht. Können wir wieder was antrippen. Oh, one of royal blood. I have a request for the. Was? Jetzt redet hier schon wieder irgendjemand? Oh nein. Huh? What was that voice? Doesn't seem like anyone's about to attack us or nothing. A question, eh? Very well. Ask your question and I shall answer. Long ago, a peasant requested consul with the king and told him of his hardship. The king felt pity for the peasant. The bestowed upon him a gift, this own wing. The peasant thanked the king and promptly sold the ring in order to ease the financial hardship. Were the king's action just? That is the question I put to the... The king's the most powerful man in the country. He can't just ignore people and let them suffer. He was definitely just. I wonder, isn't it unfair for the king himself to be giving the peasant a gift? I'm sure everyone else would have liked him to help them out, too. Alright, that's enough chatting. Please, I want you to collect your thoughts and each think of your answer. Let our minds be as one. Naja, der König, wir haben eine Frage bekommen, ne? Der König, der hat einen Passanten, der in Not war, seinen Ring gegeben. Der Passant hat den Ring verkauft, um sich finanziell wieder besser darzustellen. War es jetzt der König oder war es jetzt nicht der König? Es spricht dafür, dass, so wie Nindre sagt, der König muss jedem in seinem Land helfen. Aber so wie Kier sagt, wäre es ja sehr ungerecht, wenn er nur einen exakt hilft. Also es gibt ja auch noch so viele andere, die diese haben. Und er kann ja nicht all seine Besitztümer aufgeben für das Wohl seiner Passanten. Oder seine Untertanen. Wobei er ja eigentlich der König ist und eigentlich das machen muss. Also es ist schwierig. Ich könnte auch einfach sagen, nö. Ich könnte auch hier einfach knallhart, nur ich sag mal nichts, ne? Das ist aber zu offensichtlich. He was unjust. There is no other answer. It is understandable that faced with an impoverished man, one would wish to reach out a helping hand. For a normal man, that would be a just decision, but not for a king. And what is the reason for thin answer? The first principle of any kingdom is that its people must not starve. This the harvesting of crops forms the
backbone of any country. If there are peasants suffering, that is clear evidence that the king's rule is not working effectively. If he consider immediately charity as acceptable redress for the greater follies of those rules. Ich weiß auch nicht, ich kann auch nicht mehr hier. Ja. A just king should not give charity to the few. He should rule in a way that benefits the many. Instead of giving charity to a peasant, the king should gather his retainers and fulfill his duty to the people by implementing a new, more just rules. Thou hast answered well. A virtuous man may help one person, but a virtuous king grants favor to all his people. No king must allow his people to live in hardship. Engrave these words upon their heart and continue on. Also hatten wir recht. Gut. Was auch immer jetzt das alles war, aber wir hatten jetzt recht. Waren wir hier nicht schon? Oh, ja, I see. Ja. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Das ist ja gut. Dann können wir jetzt versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen. In dem Chaos hier. Wir gehen mal runter. Da ist zum Beispiel eine Kiste. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier unten abgefrühstückt. So, dann gehen wir jetzt hier... Ja gut, links geht nur. Gehen wir weiter geradeaus. Nichts. Doch da. Ancient Gold Pot. Oh. Gold. So, jetzt gibt es schon gar keinen anderen Weg mehr. Schön. Wir dürfen weitergehen. Sind wir draußen? Nee. Hätte mich auch gewundert. Ich rechne noch fest mit einem Endgegner. Das ist ja auch nichts, ne? Nee. Schade. Ja, haben wir leider nicht überraschen können. Die haben eher uns überrascht. Oh. Was ist das denn? Hat er den aufgegessen oder was? Voll der Harte hier, ey. Hat er seinen Kollegen aufgegessen. Voll der Fiesling. Gab aber trotzdem viel XP. Ist gut. Da können wir den Knopf drücken. Ja, Knopf drücken. Das machen wir natürlich erstmal. Bleib mal ganz kurz hier stehen. Ich will sie überraschen. Die Glitzerpinguine da. Ja, ihr mich auch, Alter. Fick dich. Gehe ich woanders lang. So, nicht das Problem. Oh, es geht nirgends woanders lang. Okay. Okay, es geht nirgends woanders lang. Hätte ja sein können. Hey, wir haben sie doch wieder damit überrascht. Bumm. So, jetzt kommt wieder die Feuerexplosion von hier. Zack. Alle weg. Sehr gut. So, wenn wir jetzt mal nicht wieder auf den Knopf drücken müssen hier, um das rüber zu wechseln. Das ergibt ja sogar Sinn. Also, so viel wie das Sinn ergeben kann. Hier geht es nicht lang. Könnte aber noch lang gehen, weil da noch diese Teile schweben. So, angeschlichen. Sehr gut. So soll's sein. Und weiter leveln. Das ist sehr, sehr gut. Danke. Cabin. Ja gut, brauchen wir hier jetzt nicht gerade sonderlich. Ach ja, da oben ging es nicht lang. Ich frage mich, was uns am Ende der Ruine erwartet. Also wir erwarten ja ein Luftschiff. Aber ist da wirklich eins?
Oder ist da nur ein Endgegner? Oder beides? Ich rechne auch ganz stark mit einem Endgegner. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht glaube, dass da ein Endgegner ist. Es ist immer ein Endgegner da. Es sind überall Endgegner da. Aber dafür leveln wir jetzt ja auch gerade, ne? Das ist ja der Grund. So, da können wir ein Knöpfchen drücken. Nö, will ich gar nicht. Warum soll ich denn da einen Knopf drücken? Wäre ja doof von uns, dann kommen wir ja gar nicht an die Kiste ran. Und weg. Danke. Yay, Level up, sehr gut. Hier geht's auch noch runter. Oh Gott. Oh, da haben wir was. Schon wieder Gold. Gold ist immer gut. Kann man bestimmt super verkaufen. Dadurch können wir uns wieder neue super Waffen kaufen und noch stärker werden. So, dann wollen wir mal eben rüber. Alphadir. Ich weiß nicht, was das ist. Wir gucken es mal nach. Alphadir. Causing all resistance to be raised to 100. Eigentlich nicht schlecht. Eigentlich. Es macht uns auf jeden Fall resistenter gegen alles. Aber brauchen wir das? So, hier wieder neue. Oh, ich habe ganz schlecht reagiert. Aber die sind weg. Sehr gut. Ist schon ein starkes Team, was wir hier so zusammen haben. Gab über 1000 EXP. Das ist schon ein Haufen. Hier ist ein Knöpfchen. Das drücken wir. Kommen bestimmt noch mehr solcher Fragen. Wir waren hier schon mal? Ah, jetzt weiß ich auch. Ah, ja, jetzt weiß ich sogar auch, wo wir sind. Hier diese Schwebeviecher, die wir gesehen hatten. Da will ich jetzt aber nicht lang. Ich habe das Gefühl, dass da, wo dieser Kreis trudelt, da geht's weiter. Gold? Bronzemaske. Aha. Von dem Rest da, ja. So sieht's aus. Oh, Lady Julene, thank goodness, you're safe. Wer ist das? Hä? That's the girl from back in Julene's village. Oh, one of the royal blood. This must not be decided. The woman before you is no woman, but a monster. Sie ist ein Monster? What? She followed after the and snuck inside these ruins. What? No, I'm not a monster. I was worried about Her Highness, so I came to see if I could help. Oh, one of the royal blood, that must not be decided. Ah, what's with that voice? Stop lying, alright? It is the king's duty to guard these ruins. This monster must be eliminated. No, it's not true. Please, you have to believe me. Damn it. What are we gonna do? We have got no way of telling if she's a monster or a human. You really think a normal girl would be able to follow us here through? It doesn't add up. But if she really is a human, one wrong decision by us could cost her her life. A king must bear the weight of many lives upon his shoulders. I am fully aware of what that entails. No doubt, Andia, who decided against the murder of the sacrifice, will also understand. Please, I want you to collect your through and each thinks of your answer. Let our minds be as one.
Ja, also, die Ruine behauptet, dass das Mädchen, was plötzlich auftaucht, ein Monster ist. Ja, sie behauptet natürlich, dass sie kein Monster ist und so nicht getötet werden soll. Und die Ruine will, dass es stirbt, weil erstmal, wie kommt das hier rein? Selbst wenn es ein Monster ist, gut, wie kommen die anderen Monster hier rein? Die Monster sind ja hier von normal aus hier. Aber wie kommt sie denn rein? Oh, da muss ich erstmal kurz gehen und erstmal einen Schluck trinken. Ja, wie kommt sie denn da rein? Sie wollte helfen, ja, aber sie würde ja eigentlich nicht reinkommen, ohne dass sie zum alten Blut gehört, also zu den royalen Rittern hier. Zu der royalen Family. Sonst würde sie ja gar nicht reinkommen. Wir brauchten ja Julien, um die Tür aufzumachen. Aber vielleicht wollte die Ruine ja auch, dass sie hier reinkommt, um uns eine Prüfung zu stellen. Aber dann hätte die Ruine ja schon vorher gewusst, dass wir reinkommen. Wir machen mal so. Why must she be eliminated? I see not such need. And what's the reason for this sin answer? Whether my opinion is human or monster, I shall never waste my lands without irrefuted proof. One word from a king can bring greater prosperity to a kingdom, but also great ruin. It's a king bids that they do so. Well, will the people not endure even the hardest taxation? Will his saluter not cost essays their own lives for him, even in the face of certain death? Such is the right that rests on each decision a king must make. Such decisions must not be made lightly, especially when faced with one who shows no animosity. Whether they may be monster or human, there's always room for discussion. They decide then, and they are not there to eliminate one for whom there's no proof is even an enemy. Ich verstehe kein Wort, ehrlich gesagt. They are not the action of a king, but of a fool. Lady Julien, thank you. This has answered well. She is indeed human, inside and out. She tried to enter these ruins, and so I capture her. I have sent her back outside the gate. Thank you. A king's word is law up to his people, and at times may groan even their lives. He must never speak with haste, without first ascertain the truth. Engraves these words up to the heart and continue on. Ja, so viel wie ich verstanden habe. Ein König muss halt darf nicht einfach wild drauf loskämpfen, sondern ob es nur Monster oder nicht Monster ist, so wie Setsuna ja schon sagt, nicht alle Monster sind hier böse und müssen getötet werden. Und man muss es erstmal so herausfinden, ob das überhaupt etwas Böses will. Ganz einfach gesprochen. So wie ich das jetzt verstanden habe. In Wirklichkeit habe ich 20% der Wörter verstanden, die sie hier raushauen. Diese komischen Wörter. Diese komischen englischen Wörter, die man sonst im normalen Leben nie hört.